Und der eine sagte zu mir, ja, das war ja mal mein Motor. Ich sage, okay, das war mal deiner. Ach, dass der immer noch läuft. Ich sage, warum? Und dann sagt er, ja, der hatte ja bei mir damals schon weit über 300.000 runter. Ich sage, okay, ich habe ihn aber ja nun noch von jemand anderem geholt. Der Escort ist es geworden. Es war wichtig, dass es nichts Kleines ist. Es musste ein kleines bisschen Knautschzone haben, weil ich von der Ausbildung viel nach Leipzig gefahren bin. Und dann passte der Escort ganz gut. Und dann war es natürlich auch noch ein absoluter Zufall, dass dieser eine beim Opel-Händler stand als Auto der Woche und hat uns absolut sofort überzeugt. Mich erst nicht. Ich wollte immer typisch zu dem Zeitpunkt Golf fahren. Und dann habe ich das Auto gesehen und war sofort, in dem Moment, wo wir dran vorbeigefahren sind, sofort verliebt. Und dann gab es da überhaupt keine Diskussion mehr. Hi, ich bin Susi, ich komme aus Stemwede und ich fahre einen Ford Escort. Es war einfach diese komplette Erscheinung, die Farbe. Es war so ein dunkel-lila und das Auto hatte halt einfach was. Aufgrund von der Verspoilerung, von der Stoßstange, das war ja nicht der typische normale Escort, das war dieser 4-Ausstattung, die noch mal so ein bisschen. Und ich glaube, das war es halt einfach. Dann stand es noch schräg und dann war da dieses Auto der Woche-Schild und damit war es eigentlich irgendwie schon vorbei. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Ich hatte gar keinen Plan mit diesem Auto. Wir waren auch null in der Tuning-Szene, gar nichts. Also das war nur Fortfahren, das war das Einzige. Tuning angefangen habe ich dann über die Zeit. Wichtig war erst mal fahren, Hörner abstoßen, was ich auch gut getan habe. Wie wir, glaube ich, fast alle mit 18, wenn wir dann schon Auto fahren durften und das so früh hatten. Und dann einfach nur fahren, mein eigenes Auto haben und unabhängig sein. Das hielt nicht allzu lange. Es waren ungefähr 5 Monate. Also es war noch in dem ersten Jahr, dass ich dann mir die wunderschönen Rückleuchten als erstes gekauft habe. Diese sogenannten im Lexus-Style Rückleuchten, diese schön verchromten, die auch wirklich sehr lange drin waren. Ich war unfassbar stolz drauf. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann fängt das an, so wie man das jetzt heutzutage immer noch hat. Ich bin gut gefahren mit dem Auto. Ich bin sehr intensiv gefahren mit dem Auto. Und nach vielleicht noch nicht mal einem Jahr war das Fahrwerk dann schon hinüber. Hatte ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Und da musste ich mich entscheiden, brauche ich ein originales Fahrwerk, ich habe die Preise immer noch im Kopf. Es ist so lange her, über 20 Jahre ist das her und ich weiß, das Originale hätte 1.200 € gekostet und das H&R Gewindefahrwerk, was immer noch drin ist, 860 €. Ich mit meiner Oma gesprochen und Oma hat gesagt, natürlich, ne? Und dann hat sie mir da geholfen und das war dann so das erste Große. Und dann folgten Kleinigkeiten von Felgen, die dann auch sehr lange blieben. Und dann ging es weiter mit ein bisschen Innenraum, Kreativität verwirklichen. Also Tuning-Sünden könnte man schon fast diese Rückleuchten bezeichnen, aber gut, war die Zeit. Okay,
große Tuning-Sünde, wenn man sich das Auto im Nachhinein anguckt auf Bildern, sind die Spiegel, die Außenspiegel im M-Look, die Tropfenspiegel. Also es war echt cool, ich fand die total toll. Ich würde sie mir nie wieder dran bauen, aber es ist okay, ne? Es gehört ja mit dazu. Das, glaube ich, war schon am heftigsten. Und direkt danach habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt knallst du die Karre noch voll mit Flocati. Der Flocati, den habe ich selber geklebt. Es war ein sehr intensives Wochenende. Im Dachhimmel war es rosa. Die Seiten hinten, also ich habe im Kofferraumbereich angefangen, die Seiten waren weiß und der Fußboden im Kofferraum war dann so weiß-rosa Mischung. Ich glaube, das waren so die größten, weiß ich nicht, Fehltritte. Möchte man das Fehltritte nennen? Also das, was man heutzutage nicht mehr machen würde, wahrscheinlich auch Alter geschuldet, ja. An dem Auto ist wahnsinnig viel passiert. Von dem eigenen Ausleben, ich kann einfach mal machen, was ich möchte. Innen, siehe Flocati. Am intensivsten empfinde ich selber die Entwicklung der Musikanlage. Die Lautsprecher wurden größer, die Lautsprecher wurden teurer. Die Woofer wurden erst sehr groß und laut, wie das typisch war. Hauptsache es knallt mächtig in dem Auto. Ist auch wirklich ganz gut dafür gemacht. Dann wurde es ein kleiner rosaner Woofer, voll niedlich, gab es nur wenig Stück von. Dann wurden es rosane Verstärker, was aber alles eigentlich nie so zu mir gepasst hat. Ich bin nicht so ein rosa Typ, extrem, ne? Und ansonsten war die Entwicklung von außen sehr heftig. Ich war anfangs, es war ein Arbeitsauto. Ich bin auf Arbeit gefahren, Alltag einkaufen. Irgendwann war es ein Zweisitzer, damit der Kofferraumausbau besser reinpasst. Dann wurde es ein Sommerauto und vom Sommerauto wurde es ein Schönwetter-Sommerauto. Und von da aus wurde es jetzt ich darf nicht mehr auf der Straße fahren, aber ich habe ein Kunstwerk, wie mir gesagt wurde, hingestellt, was man sich unfassbar gerne anguckt, was man fahren könnte, aber in Deutschland leider nicht mehr darf. Und die Entwicklung war halt dahin, dass man jetzt einfach das sieht, wofür mein Herz schlägt, wo ich mir denke, ich möchte was hinstellen. Einfach aus einem Escort alles rausholen, was aus meiner Sicht möglich ist. Also was man jetzt von außen sieht an der Karosse, ist natürlich unübersehbar der dezente Breitbau. Alles im Eigenbau. Ganz wichtig war die Herausforderung, dass ich die Radläufe rund haben wollte. Also es gibt den Escort ja an sich ein bisschen breiter durch den Cossi, aber ich bin wiederum bei dem Thema, wo ich sage, wenn ich keinen Cosworth fahre, brauche ich mir auch keine Teile vom Cosworth dran bauen. Möchte ich selber einfach nicht. Ich liebe dieses Auto, es ist wunderschön, aber das passt für mich selber nicht dazu. Und ich hatte eine Vorstellung von den Radläufen, die sollten dran und danach sollte der Rest angepasst werden. Dann wollte ich eine riesengroße Front, dass auch das Originale vom Escort, also so wie die Stoßstange vom Escort ist, so ist sie geblieben. Allerdings verlängert und nochmal verlängert, sodass wir die Stück für Stück scheibchenweise quasi immer länger gemacht haben, sodass wir so ein richtiges mega Frontschwert haben, also eine große Fläche und dann eben einfach nochmal so ein Schwert nochmal mit dran gebaut. Das Schwert ist beledert, das war mir ganz wichtig, das hatte ich früher schon. Das war auch eine der schönsten, finde ich, sehr kreativen, aber auch schönsten Veränderungen am Escort, wie ich sie damals hatte und sehr, sehr lange hatte, war vom Golf 4 die Zierleiste von der Frontstoßstange einfach rumgedreht, weil die Kennzeichenaussparung genau reinpasst. Und das ein bisschen gekürzt an den Seiten und die hatte ich dann erstmal ganz lange so gefahren und später haben wir es dann auch beledert.
wo das dann auch schon mal in der Farbe lackiert war, das Auto, meiner Meinung nach fertig war, aber nicht breit gebaut. Und das war sehr, sehr schön. Und dieses Weißleder von der Lippe habe ich dann übernehmen wollen, unbedingt auf dieses Schwert. Und ansonsten haben wir einen schönen bösen Blick gemacht, konnten uns natürlich leiten lassen von dem, was wir am schönsten finden, schön tief, brauchen uns ja nicht an Regeln halten. Ne? Intensiv ist auch der Windlauf und der Einarmscheibenwischer. Der Einarmscheibenwischer gehört einfach zu dem, ich sage jetzt mal zu dem Tuning, welches wir jetzt nachholen von damals, wo wir die Möglichkeit nicht hatten. Es ist nun mal so 2000er Tuning und das versuchen wir auch durchzuziehen. Da ist der Scheibenwischer natürlich das Nonplusultra gewesen, damals immer so ein Traum, dass man auch endlich mal mit einem Einarmscheibenwischer durch die Gegend fahren darf. Und angepasst der Windlauf dazu, zusammengesetzt aus einem englischen und die Halterung alles weggemacht und aus mehreren Teilen das Ding zusammengesetzt, angepasst, dass das auch wirklich hält und drin liegt, dass es fällt. Menschen, die den Escort nicht kennen, mit Sicherheit nicht auf, aber das ist sehr krass. Gut, dass wir natürlich versucht haben, so viel wie möglich zu cleanen. Die kleinste Sicke, ganz unten an der Seite, die war schon länger weg, schon bei den ersten Lackierversuchen. Es sind ja nun einige gescheitert im Laufe der Zeit. Das war schon weg. Alle anderen Sicken ergeben keinen Sinn wegzumachen, die gehören irgendwo dazu. Ja, Seitenblinker, Kleinigkeiten, ne, Wischerdüsen, also solche Sachen braucht kein Mensch mehr, wenn man das Auto so hat. Und dann eben die Schweller angepasst zu den Radläufen. Ich wollte keine extrem breiten Schweller. Ich wollte auch nichts mit rausgezogen haben. Ich wollte mit Absicht runde Radläufe dran haben und zwischen den Radläufen sollte man sehen, wo das Auto eigentlich endet. Also dass das nicht so in die Türen reingezogen ist und komplett verbreitert, sondern dass man so einen extremsten Unterschied sieht zwischen dem, was ist dran und dem, wie war es mal. Die Heckstoßstange ist keine Originale. Die ist ein Nachbau, aber auch von Ford. Die hatte ich schon relativ lange dran, auch vor diesem Breitbau. In die habe ich mich wahnsinnig verliebt, lange gesucht und eBay hat uns auch in dem Fall mal wieder geholfen. Echtes Schnäppchen gemacht für 50 €, war damals ein bisschen eingerissen, war aber egal und ich habe mich tierisch gefreut. Die war so teuer, die war unerreichbar für mich, das waren 250, 300 €, wie wir die sonst bekommen haben. 50 €, das Ding war da, war ein bisschen eingerissen, egal, haben wir alles fertig gemacht. Das Einzige, was nicht gepasst hat, war die Kennzeichenleuchte. Die hat quasi mein Kofferraum angeleuchtet und nicht das Nummernschild. Ja, war jetzt nicht so dramatisch, dann ist die weggegangen und dann habe ich mir ein selbstleuchtendes Kennzeichen geholt. Was ich auch sehr lange gefahren bin, war richtig cool. Fand ich auch eine richtig geile Idee, aber die waren sehr dick. Ne? Die haben sehr dick aufgebaut, aber ich fand es mega. Ich war so stolz drauf. Ich habe mich am meisten immer gefreut, wenn wir auf Treffen standen, dass es endlich dunkel wird und dass ich endlich mein selbstleuchtendes Kennzeichen anmachen kann. Das war echt richtig geil. Aber die Stoßstange haben wir mit übernommen, die war mir sehr, sehr wichtig. Wir versuchen die auch wenn sie so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch von dem, was damals schon weggemacht wurde, die muss bleiben, die muss man versuchen immer irgendwie so hinzukriegen. Die hat mein Mann noch so ein bisschen mit verbreitert, dass die auch mit Absicht, ne? Also dass man bis unten hin die Silhouette der Stoßstange erkennt, aber trotzdem den Breitbau da noch so ein bisschen mit dran setzt. Also, ja, und hinten das Heck komplett gecleant. Wir brauchen ja keine Kennzeichenaussparung mehr. Der Spoiler, der original drauf war, das ist weg, den brauche ich nicht. Mir gefällt kein Spoiler da drauf, das sieht alles irgendwie komisch aus bisher. Also, der Motor war ein 1.6er mit 88 PS, war echt nicht viel gelaufen, 62.000 Kilometer, als ich gekauft habe und super, zuverlässig, keine Probleme, alles tutti. Irgendwann, als der erste große, auffällige Umbau mit dieser Farbe und allem kam,
habe ich beschlossen, so ein Motorumbau könnte dir vielleicht noch ein bisschen mehr helfen, ein bisschen auch gerade im Schornsteinbereich. Was machen wir? Wir haben gar keine Ahnung von Motoren, wir sind gar keine Motorenbauer, Leistung, nee, liebe ich, finde ich super, ist aber überhaupt nicht mein Thema. Und dann habe ich gesagt, gucken wir nach dem 1.8er, die gibt es verschieden, 105, 115 PS. Das ist dann ein 115 PS geworden, aufgrund von Kumpel kennt Kumpel und der hat Motor über. Also ich habe einen Risikomotor bei mir eingebaut, den ich selber nicht kannte, nur um meinen, der zuverlässig lief, rauszunehmen. Okay, ist völlig in Ordnung, Risiko muss man mal eingehen. Und dieser Motor hatte, der jetzt verbaut ist, der 1.8er mit 115 PS, hatte, als ich ihn geholt habe, so mit Hörensagen 180 bis 200.000 Kilometer runter. Ich sage, der ölt nicht, der läuft super, der springt an, der läuft komplett rund, nichts, gar nichts. Warum soll ich den nicht nehmen? Alles super. Im Laufe der Zeit hat man festgestellt, irgendwie fängt er an, so ein bisschen zu ölen. Und also ich bin ja nun lange noch mit diesem Motor gefahren, ne? Und habe mich damit unterhalten mit meinen Freunden über die ganzen Jahre und der eine sagte zu mir, ja, das war ja mal mein Motor. Ich sage, okay, das war mal deiner. Der hatte ja damals, als ich den sagte, dass der immer noch läuft. Ich sage, warum? Und dann sagt er, ja, der hatte ja bei mir damals schon weit über 300.000 runter. Ich sage, okay, ich habe mir aber ja nun noch von jemand anderem geholt und der hatte das ganze Auto, also wir haben von dem das ganze Auto, was ich auch schon wieder vergessen habe, ne, über die Zeit. Auf Bildern habe ich gesehen, wir hatten das ganze Auto von dem geholt, was da stand. Der ist das Auto ja noch gefahren, das heißt, der Motor hatte 2 Besitzer oder einen Besitzer bevor ich den geholt habe, schon weit über 300.000 runter. Man merkt es ihm jetzt an, also ich glaube, der Motor ist in den letzten Monaten an seine Grenze gekommen, obwohl er gar nicht mehr wirklich fährt, aber es ist einfach hinüber. Vom Bauchgefühl her, auch die ganzen Jahre, ich bin ja 16 bis 20 noch mit dem Auto fast normal gefahren auf Treffen und so schön Wetter, ne? Habe ich vielleicht auch noch mal 50.000, 60.000 Kilometer drauf gefahren. Also wenn das Ding an den 400.000 kratzt, das würde mich nicht wundern. Und das merkt man jetzt aber auch. Und das war uns schon seit einiger Zeit dann doch bewusst. Gerade nach der Unterhaltung mit meinem Kumpel, dass der schon so viel runter hatte. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir das jetzt nochmal an und werden dann jetzt höchstwahrscheinlich was Vernünftiges einbauen. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, ob ich denn wirklich einen RS 2000 Motor da einbauen möchte, weil es einfach ein bisschen schade drum. Das Auto fährt eigentlich nur noch auf einen Trailer und fährt wieder runter. Aber wir wissen ja auch nicht, was kommt. Wir wissen ja auch nicht, ob sich irgendwelche Sachen ändern und was wir vielleicht da machen können. Also steht das dann jetzt fest, dass der Motor, der jetzt wirklich seinen Dienst getan hat, demnächst ersetzt wird durch einen RS 2000 und dann machen wir das alles noch ein bisschen schöner. Ich liebe dieses Auto abgöttisch. Wir fahren das jetzt die 2. Saison auf markenoffene Treffen. Ich bin absolut glücklich auf den markenoffenen Treffen. Ich liebe alle möglichen alten Autos. Guck's mir gern an, guck mir immer wieder mein Auto an und denke mir, wow, ist das schön. Das ist so schön. Es sind Kleinigkeiten in der Qualität, die mich stören, wo wir was ausprobiert haben, wo wir nicht 100%ig safe sind. Ansonsten, ich habe nichts, was ich für mich ändern muss. Ich habe 2 Sachen, die ich ändern will. Will sagt man nicht, aber ich will unbedingt einen Kofferraum ausbauen, einen neuen. Ich bin fertig damit. Ich habe den sehr geliebt, ich wollte den immer so haben und jetzt habe ich gesagt, wir sind so geil auf diesem 2000er Trip, dass wir da richtig 2000 Kofferraum richtig voll reinhauen. Und ja, ich habe mich halt irgendwie in Felgen verliebt. Ich liebe diese Felgen wirklich sehr. Ich habe einen schwierigen Geschmack, was Felgen betrifft. Wenn wir über diese markenoffenen Treffen laufen, uns die Autos angucken,
sind so ganz viele Menschen, die die Felgen feiern und ich denke mir immer, nee, ist nicht meins. Aber diese Oldschool-Felgen, alles was entspannt ist, was zu den Autos passt, und es muss bei mir nicht immer extrem riesig sein, es muss auch nicht immer alles extrem tief sein, aber es gibt da so Carline-Felgen, die es mir angetan haben. Und natürlich haben wir uns dann am Bodensee ein bisschen drüber unterhalten und der hat mir so ein bisschen vorgerechnet, wo das Tiefbett wäre für die Größe, die ich haben möchte. Also die Felgen müssten nicht sein, finde ich richtig geil da drauf, wie sie jetzt aussehen. Es passt mega ins Bild alles. Aber das wäre noch so ein Ding. Wir fahren Japan Racing. Weil wir brauchen ja nicht darauf achten, ob wir sie in Deutschland fahren dürfen. Da haben wir nun mal dieses Gutachten nicht, ne? Aber ich mag sie. Ich habe mich, ich weiß gar nicht wann, irgendwann auf irgendeiner Messe in die Felgen verliebt. Und mein Mann hat sie mir einfach bestellt. Hat Ewigkeiten drauf gewartet. Musste das monatelang von mir geheim halten, was für ihn nicht wirklich einfach war. Und irgendwann kam er mit einem riesengroßen Karton an und ich denke mir, was ist denn da drin bitte? Das ist ja utopisch. Gut, ich hatte vorher schon 17 Zoll mal drauf, habe ich mich dann endlich mal getraut irgendwann. Das waren Tech-Felgen, fand ich ganz cool, nicht so schwierig, einfache Felgen. Und bei der Größe ist es geblieben, 17 Zoll sind es geblieben, aber es wurden dann 10x17. Und der packt das aus diesem Karton aus und die waren so breit, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Das war ja weit bevor wir mit diesem Breitbau angefangen haben. Und es ist einfach von den Dimensionen her für mich unvorstellbar gewesen, dass sowas auf dieses Auto drauf passt. Dass wir vorne eine 10x17 ET0 und hinten eine 10x17 ET-40 fahren. Ich habe mir das mehrfach versucht zu erklären und mich damit zu befassen, was das einfach für Auswirkungen hat, wie tief das dann alles wird und wie breit das alles wird. Und dass wir dann eben letzten Endes dabei rauskommen, dass wir vorne je Seite 7 cm breiter sind und hinten je Seite 9 cm breiter. Mein Farbkonzept ist ganz einfach. Ich hatte mich damals schon in dieses lilane Auto verliebt. Ich hatte nie eine Lieblingsfarbe. Ich bin an sich, Farben sind was Wundervolles. Ich wollte mein Auto lackiert haben. Die ersten Male waren dunkles Lila, was ein wunderschönes Lila war, was wunderschöne Effekte hatte. Und als es dann in die richtige, dann vorletzte Lackierung, also es war ja die gleiche Farbe, ne? Aber in diese Farbe ging, ich gesagt, dann brauche ich was Helles. Ich möchte bei Lila bleiben und ich möchte was Helles, was Leuchtendes. Das ist es ja auch geworden. Und genau, und dann wollte ich das drin noch ein bisschen absetzen mit Lila. Ein dunkles Lila, finde da mal ein Leder, keine Ahnung, war es dann so ein, man nennt es Rochenimitat. Für mich waren es einfach nur Regentropfen. Das sind so kleine Perlen, ich fand das super cool, das nehmen wir mit rein, ein bisschen als Absatz, Kleinigkeiten. Und irgendwann kam dann der Moment, gerade jetzt durch den Breitbau, es war vorne alles schwarz, auch die Türtafeln, es war noch nichts angefasst. Jetzt müssen wir da rangehen. Gut, man fragt sich, wie man es bezahlen soll, ne? Und dann haben wir gesagt, Armaturenbrett, machen wir uns die Arbeit und lackieren das. Alles, was wir an den Türtafeln machen, ziehen wir natürlich einfach von hinten weiter durch. Das war ja alles schon fest. Okay, Griffe, Kleinigkeiten, was man so hat, absetzen in lackiert. Weiß, matt, lackiert. Äußerst dumm, ganz einfach, anders kann ich es nicht beschreiben, als zu sagen, man nimmt sich das Armaturenbrett mit allen Kleinigkeiten vor, schleift das, grundiert das, schleift das, füllert das, schleift das und macht dann irgendwann die Farbe drauf. Weiß matt einfach, damit es sich ein bisschen besser einführt zu dem weißen Leder. Und dann eben ein kleines bisschen Wagenfarbe drin. Zu viel wollte ich nicht. Ich wollte früher nie Wagenfarbe ins Auto reinhaben, aber ein bisschen was mussten wir schon absetzen. Und ja, das Lenkrad ist für mich das absolute Highlight.
so ein lackiertes Lenkrad in Wagenfarbe anzufassen, überhaupt wie man das macht, absolut faszinierend. Und das ist natürlich, fühlt sich unglaublich an. Ja, dann blieben nur noch die Sitze übrig. Um ehrlich zu sein, hätte ich sie ganz gerne, ich wollte sie immer bezogen haben, passend zu allem anderen schon. Nö, das Portemonnaie hat gesagt, wir beziehen die Sitze nicht, weil ich habe gesagt, ich gebe keine 4.500 € aus, um das alles ledern zu lassen. Und dann ist es vielleicht, es war beim Absprechen mit dem Sattler nicht alles 100%ig safe. Ich hatte Angst, dass Nähte nicht richtig laufen durch diese Ohrensitze, die Originalen, die da drin sind. Und das Risiko war mir alles auch zu hoch für das Geld, was wir investieren. Und dann standen wir wirklich davor und hatten nur noch die Sitze ungeklärt und ich wusste nicht, was mache ich damit. Ne? Und dann kam dieser Furz-in-Kopf. Wir ziehen einfach alles runter. Wir haben vom Schlachter die Sitze genommen, also meine habe ich zur Seite gestellt. Da saß ich zu lange drauf, um die einfach auseinanderzureißen. Und dann haben wir einfach die Sitzgestelle komplett nackig gemacht. Alles irgendwie auseinandergedröselt, lackiert, zusammengebaut. Dann noch so eine kleine Herausforderung, was machen wir in den Rücken, weil da ist ja nichts. Erstmal auch sehr faszinierend, so einen Sitz von innen zu sehen, wie der aufgebaut ist. Und dann habe ich dann auch wieder so eine spontane Idee, als ich davor stand und nicht mehr weiter wusste, habe ich gedacht, Gurt. Weißer Gurt, ein bisschen so ein Netz reingenäht, kennt man ja auch so ein bisschen, ne? Selber gemacht, dann passt es so, wie ich das möchte. Und dann waren die Sitze, die Sitzgestelle fertig. Haben Vor- und Nachteile. Fahren ist natürlich super schade, aber optisch finde ich es halt sehr, sehr geil, dass ich wirklich viel vom Innenraum sehe, von der Seite in dieses Auto reingucke und es stört mich keine Kopfstütze, keine Rückenlehne. Also mich hat es überzeugt, da nur so ein Gestell drin zu haben, wo ich einfach komplett vom Auto viel mehr sehen kann. Ich gebe all meinen Autos Namen. Wie zum Beispiel der Taunus. Der heißt Erwin, weil das Auto gehörte mal Opa Erwin. Früher, bevor der 30 Jahre in der Scheune stand, hat Opa Erwin ihn gefahren. Und so, so kommen solche Situationen zustande. Ich hatte bei dem Auto nichts, was ich irgendwie verbinden kann. Ich wusste aber die Farbe. Und dann wusste ich, okay, lila. Google aufgemacht, was bedeutet lila auf verschiedenen Sprachen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam ich auf aufgehende Morgenröte. Okay, passt ja, lila Wolken, sowas war dann dieser Werdegang vom Suchen. Ja, und Aruna bedeutet aufgehende Morgenröte und da habe ich gedacht, das ist ganz geil, das passt. Das sieht schön aus vom Schreiben her, ich finde die Schrift schön. Ich denke, das ist ganz cool. Über 21 Jahre haben mir sehr, sehr viele Menschen geholfen. Ganz viel geholfen haben mir auch die Menschen, die mir den Rücken gekehrt haben, um mich zu stärken, hintenrum. Bedanken muss ich mich bei vielen Leuten, bei allen Freunden, die immer zu mir standen. Und als allererstes bei meinem Mann, der natürlich, ich mache genauso viel mit ihm mit, aber der sehr viel mit mir mitmacht, aber der alles umgesetzt hat, genau so, wie ich das wollte. Egal, was es ihm für ein Kopfzerbrechen bereitet hat. Er durfte sich ausleben, aber er hat alles gemacht, um mich glücklich zu machen und macht das auch weiterhin. Es gibt zudem noch Melzi. Melzi hat unfassbar wundervoll meine Motorhaube zerschnitten und war da ein bisschen eiskalt. Für die Lufteinsetzer, ne? Das muss ja schon sein.
Wichtig sind Andi, Basti und Martin, die stets und ständig bei uns in der Halle mit sind, die uns immer helfen, wenn wir was brauchen und wenn es irgendwas einstellen ist, wenn es auch nur gucken beim Aufladen ist oder wenn es einfach auch nur wichtig sind Markus und Marci, die sehr viel gemacht haben, auch viel für den Kofferraum. Allerwichtigste Person neben meinem Mann ist Patrick, der leider nicht mehr da ist. Aber ohne den wären wir weder bei den markenoffenen Treffen noch bei der mentalen Stärke. Ich finde es richtig klasse, dass ihr das Video geguckt habt. Liked, teilt, kommentiert und am besten abonniert ihr noch den Kanal. Und mich würde auch noch mal interessieren, was ihr als erstes Auto hattet und oder vielleicht noch habt. Tschüssi!